Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier in Lost Judgment. Wir sind wieder am Stissel und ja, müssen mal schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Wir haben ja die Aufgabe, uns hier beim Tanzclub vorzustellen und ja, da mal den, wie nannten die das? Nicht Mentor, ja so ähnlich halt, da zu werden. Und ja, schauen wir mal. Ich wollte aber vorab erstmal in meine Skills hier reinschauen. Und zwar, was haben wir denn hier? Wir haben derzeitige SP 9158. Oha. Okay, wir haben echt viel. Ja, cool. Dann könnten wir ja mal hier mal ein bisschen was machen. Was ist denn hier alles so kranisch? Okay, die sind noch recht teuer. Was ist das? Bewusste Ernährung. Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du etwas isst. Naja, was gegessen habe ich bis jetzt noch nicht, aber nehmen wir mal mit. Jawohl, lernen wir. Dankeschön. So, was haben wir hier noch? Werte, Gesundheitsboost auf jeden Fall. Katsching. Sollten wir auf jeden Fall mal reinnehmen. Und erhöht die maximale... Ja, komm, den nehmen wir auch noch mit. Maximale Gesundheit ist immer gut. Sehr schön. So, und jetzt können wir hier noch die hier mitnehmen. Du erleidest weniger Schaden, wenn du aus großer Höhe hinabfällst und dich nicht auf den Aufschlag vorbereiten kannst. Hört sich auch gut an, auf jeden Fall. Finde ich. Ja, dann lassen wir das mal so. Und dann gehen wir mal ja, zu dem Tanzclub da, ne? Schauen wir mal. Ja, vielleicht nicht ganz so schnell. War ja hier nicht so auffällig in der Gegend rumlaufen, ne? Wir sollen ja ein bisschen undercover hier unterwegs sein. Ah, diese eine Olle da, diese Detektiv-Olle. Moin, ey. Läuft bei der. So. Wollen wir runtergehen, ne? Schauen wir mal, ob wir die Tanzhalle hier finden. Naja, sollten wir ja eigentlich, ne? Wird ja angezeigt. Ah, guck mal an, da steht sie doch wahrscheinlich schon, wa? Hey, Perle. Ist sie das? Was war jetzt? Ja, das ist die. Alles klar. Und rein in den Laden. Ah ja. Where's the captain? Ah, right there. Something's not right. I feel so out of it. Sayaka Nishizono, I'd like a word with you. Hey, aren't you... Amasawa from the Mystery Research Club? You betcha. Don't worry, I come bearing good news. Oh great, the MRC. Okay. What do you want with us? We're not up to anything. Calm down, I'm not here to expose your secrets to the world. I only wanted to introduce you to someone. What are you getting at? Ja, ich bin was ganz Besonderes. I noticed your club advisor hasn't been showing up much lately. Yeah, apparently he got really sick. We're lucky if we see him a couple times a month. Right, and it must be rough trying to choreograph an entire routine without him. Yeah, and we've got a meet coming up soon. It's so much pressure. I see. Then the stars really did align in your favor. What? Listen, Senpai, I know we might seem desperate, but it's not like we need any favors. Ja, ich krieg das schon hin. Don't worry, you don't owe me for this. I'm offering you a potential advisor as a token of goodwill. Potential advisor? Let's not sweat the small stuff. The important thing is, Yakumi-san here said he'd agree to help you with your routine as a stand-in advisor. Ja, ich hab das schon drauf. Routine? When did I ever say that? Oh my gosh, really? This is just what we needed. You know, I could tell you had a certain something about you. So how long have you been a pro dancer? Ja. I'm not.
Oh, so modest. This is like one of those dream come true moments in a movie. I've been literally racking my brain trying to come up with a workable routine. Oh, I'm so glad that's on you now. Whoa, time out. I'm missing some important qualifications here. Yagami-san, this is your Reichenbach Falls moment. You need to dive headfirst into the challenge. Don't you get it? No? Do you think we can get started? We've been practicing and practicing, but something about our choreography feels off. We all know our moves and everybody's got rhythm, so all that should be left is bringing our A game. But it feels like we're still missing something, you know? That wow factor. It's really kind of down to the wire to be figuring this stuff out, but I know we'll push through if we try. Uh-huh. So can I ask for your first impression? Does our routine need more going on, or... Ja, da fehlt richtig Power. You know, it's hard to say what's going on at this point. Da fehlt wohl I richtig. shouldn't have to say this, but keen observation is elementary for a detective. And? And you need to tell them what you observed. You did have your eyes open, didn't you? Ja, easy, kriegen wir hin. Also hat der Test schon angefangen, gut. Ja, kein Problem für uns. Wir kriegen die schon ans Laufen, ne? Dann sollte ich mal Amazawa für mich gewinnen. Zeit, meinen Senf dazuzugeben. Okay. Bestimmte Unterhaltungen und Ereignisse beginnen nicht ohne eine direkte Aktion von dir. Zeitauswahl. Antworte innerhalb einer bestimmten Zeitlimits, um das Gespräch voranzutreiben. Auch absichtlich nichts zu wählen oder zu schweigen kann eine Antwort sein. Wie schnell du deine Antwort triffst, wirkt sich nicht auf das Ergebnis aus. Aha. Bestimmte Unterhaltungen oder Ereignisse beginnen nicht ohne eine direkte Aktion von dir. Ausdruckswahl. Justiere L, um die Intensität deiner Antwort festzulegen. Aha. Deine wortvolle berechnete Emotionen werden der Lautstärke angepasst. Okay. Ja gut, schauen wir mal. Alter Schwede, was? Die Wirkung muss größer sein. Wie wäre etwas Unerwartetes arbeitet in eurem Alter? Timing, mehr Pep wäre gut. Mehr Pep wäre gut. Isn't your routine a little tame? Maybe you could spice it up a bit. Spice it up how, exactly? You mean like we need skimpy outfits? Or like we dance all provocatively? What part of this is a high school don't you get, Yagami-san? Ja, Yeah, sometimes I just say things. so also nicht. Wie wäre es dann mal mit... Die Wirkung muss größer sein. I think your performance could use a little more flair. Flair? How so? Well, you're already in perfect sync, and everyone knows their part. But, how to put it? You were right. It needs something that's going to leave a lasting impact. I see what you mean. Maybe we are just kind of going through the motions here. Ja, If hier wird's only we could vorsichtig. come up with better stuff. Oh, maybe you could give us some suggestions. Kein Problem. Vorschlag, ich kann auch nicht mal tanzen. Guck nicht so. Aber wenn ich das jetzt nicht durchziehe, stehe ich wieder als Perversling da. Let's take apart what could give you the edge you need. Tanzt doch beim Singen. Wie wäre es, wenn ihr den Roboter-Tanz einbaut? Baut ein bisschen Kung Fu ein. Und wenn ihr einfach nicht tanzt, baut ein bisschen Kung Fu ein. Why not Das kann ich incorporate wenigstens. Kung Fu? Did you just say Kung Fu? Yep. Sure did. Throw a few kicks and punches, will knock the competition right out. That's actually not a bad idea. Ja, finde ich auch. Yeah. And it's not like martial arts-based dancing is entirely unheard of. But we don't know the first thing about Kung Fu. Ja, dafür bin ich ja You're in jetzt da. luck. Kung Fu happens to be a hobby of mine. No way! That's so cool! Well, it's my own style. You won't find it in any ancient scrolls, but it's flashy. Perfect! So will you teach us? I guess I'm gonna have to. Sweet! Then let's get a quick demonstration. Let's see some ass-kicking dance then. Wait, Ja, really? I really have to do this? Of course. How else are we gonna learn? Look up some random videos? We'll get to analyze your moves, your footwork, your breathing. We'll learn from the pro. I wouldn't get your hopes up, though. But what if my stuff doesn't fit your routine at all?
So, you're not gonna help us after all? That's pretty weak. If you're giving up after stringing them along this far, hang tight while I dial 110. Hold it. Huh? Okay, ich schätze, mir bleibt keine andere Wahl. I think I can wing it well enough. I've never done this before, though, so don't get mad if it's crappy, okay? Oh, don't be so hard on yourself. You're gonna do fantastic. Verdammt, muss ich das jetzt wirklich machen? Ja, muss ich wohl, ne? Okay, Ich what steppe we'll jetzt do ein first von der is show Bühne, you ne? the opening 30 seconds of our routine until the chorus hits. While you're watching, keep an eye out for the parts that could use some kung fu moves. Sure. Good plan. Okay, so here's how we start. Okay, dann bin ich jetzt schon mal gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. In there. Now you take it away. Ach, das war's schon. Ah, ja, Doubt dann. I can top that. But you know what? May as well try. That's a spirit. Ready for the music? Ja, ja, komm, wir rocken das jetzt. Ich tanz mir jetzt dann Wolf und dann hau ich ein bisschen Kung Fu um die Ohren und dann passt das. Im Tanzclub kannst du ein Rhythmusspiel spielen. Wähle vor dem Start der Tanzstunde eine von Yagamis Ex-Solos. Automatische Auswahl für das Tutorial. Überprüfe deine Einstellungen und starte dann die Tanzstunde. Aha. Okay, Freeze. Was? Ja. Freaking dance. Ich habe zwar jetzt hier nichts eingestellt, das hat er jetzt alles selber gemacht, aber hey. Schauen wir doch mal. Oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Regeln. Drücke möglichst fehlerfrei die Tasten, um die Groove-Leiste zu füllen. Wenn du die abgeschlossene Markierung passierst, hast du die Choreografie gemeistert. Ah, da hinten. Ah, verdammt, das hab ich nicht gesehen. Wow, klar, dieses Symbol steht in einer Choreografie für gleichzeitige Noten. Drücke gleichzeitig die beiden Symbole mit. Ja. Easy. Ja, ist gut jetzt. Ich hab's verstanden. Danke. Oh Gott, Junge. Was? Drücke man dann in einer Yagami-Solo, sagte mir, das Spiel gibt dir den Vorteil, während der Ex-Solo aktiv ist. Von oben fallen Symbole herab, die Ex-Solos empfehlen. Du kannst sie derzeit nach Belieben aktivieren. Zu Beginn steht dir nur das Ex-Solo Freestyle zur Verfügung, aber du kannst weitere lernen, indem du das Tanzlehrbuch liest. Aha. Okay. Yeah. Okay, ich habe gar nichts verstanden. Yagami-san, you're officially the best. Aber hey, ich hab's gemeistert. Juhu. Okay. Ja, moin. Habe ich das jetzt gut gemacht? Ja, wahrscheinlich. Incredible. Oh, he's amazing. Da werden die Höschen nass. Wow. Wait, is that could never do that? Gosh, I hope he doesn't knock someone out. See it? Oh, look at that. Did you see that? Yagami-san, what was that just now? I thought you said you couldn't dance. Ja, I'm just as surprised as you. Winning is part skill and part pulling it out of your ass. I don't think a seasoned athlete could pull that off. Yagami-san, that was incredible. You're not just a pro, you're a master. Wow. You're giving an amateur way too much credit here. No way an amateur moves like that. You're something else. Maybe you don't realize it, but you have a gift for this. You're totally a born dancer. Der I Tanzgott don't know hat mich about all gesegnet. that. What you call a gift, I call muscle memory. Läuft bei Well, mir. whatever you call it, we're gonna use every last bit of it in our routine, if that's okay. You seriously saved our necks just now, Yagami-san. Hey, I'm just glad it all worked out. If it's okay to ask, could you drop by and give us more pointer sometime? Klar, Ever kein since our Problem. advisor stopped showing, we've barely been keeping it together. And we could all use some guidance from someone we can trust. If you guys will have me, then sure. Not sure I have many pointers left, though. Oh, you're the best! I think it's time we headed back now, Yagami-san. Huh? Oh, sure. Alles klar. Ich bin der Tanzgott. Es läuft bei mir so richtig gut. So, did I pass?
I'd say I made plenty of headway with the dance club. Indeed you have. Honestly, I'm still in shock over how easily you won Nishizona-san over. Every time I've tried to approach her, she reacts like I'm there to accuse her of something. Gee, I wonder why. I'm sure the MRC has gained some notoriety. Well, all the more reason we need an amazing advisor who can keep up with us. Oh, I'm amazing now. Does this mean I'm no longer a criminal? Yeah, I really should apologize for that at some point. Also, I have another theory as to why you installed that camera. Yeah? Let's hear it. So, a hired detective shows up to covertly monitor a specific group of students. Meanwhile, spreading through the news like wildfire is the case of Akihiro Ehara, a man connected to our school. Also Put dumm those ist ihr pieces nicht, ne? together, and your objective here starts taking shape. But I wouldn't want to hamper any important detective work of yours, so for now, I'll let that theory sit. Ja, vielen Dank. Das ist eine große Hilfe. Wow, sie ist wirklich scharfsinnig. Das stimmt, ne? Die Leiterin des sie ist aus gutem Grund die Leiterin des Krimi. At any rate, Yagami-san, I'll go ahead and let the chairman know of our arrangement. That is to say, I'll formally request you as our advisor. Well, that'd be great. But do you really think you'll hire me just like that? Sure, so long as you're officially considered an outside guidance counselor, I don't see why not. Also, we do need another faculty member as a supervisor, but that's more of a formality than anything. Their only responsibility is signing the paperwork. You'll still be the one running the club. Our school makes you jump through a lot of hoops just to be welcomed as a guest, huh? Okay. Yeah, sounds like they won't let in just anybody. Anyway, is there a teacher you had in mind? Yep, no worries there. The chairman actually promised to sign off on whoever we chose. Well, I made him promise might be a bit more accurate. What? Really? Man, I wish he'd told me. He told me the club's already had advisors and left it at that. Typical. I doubt he wants to actually keep his word. After all, if we get into trouble, he'll be directly responsible. He probably thinks the MRC is a big enough liability as it is. I wonder why. Well, with all that said, welcome to the Mystery Research Club. Can't wait to see a real detective in action. Hey, you'll get your chance. And it's a pleasure to be on board. Alles klar, läuft, ne? Wir haben richtig when you have a Action, spare ja. moment, could you join us in the clubroom for a talk? Ja, ich komme nachher vorbei. I'd like your advice on another case we're monitoring. What, you've got something besides the sugar baby? Yes, and this one may actually be even nastier. Okay. In fact, the sugar baby may be but a single thread amidst a larger, more sinister web of conspiracies. But that's a lot to digest, I know. I'll get you up to speed when you're free. Ja, kein Problem. Ich komme Okay. vorbei, wenn ich Zeit habe. Not quite sure how to process that right now, but I'll make sure to swing by at some point. So, über Schulgeschichten. Amazawa hat eingewilligt, dass Yagami nun Betreuer des Krimi-Clubs wird. Scheint, als seien an der Sayuro High mehr Schüler in zwielichtigen Aktivitäten verwickelt als bisher gedacht. Um diese Aktivitäten aufzudecken, muss Yagami bestimmte Untergruppen infiltrieren. Stürze dich in verschiedene Schulaktivitäten, freunde dich mit den Schülern an, zeige Führungsstärke und löse ihre Probleme. Schulgeschichten sind unabhängig vom Hauptfall und wirken sich nicht auf diesen aus. Spiele also nach eigenem Belieben. Aha. Okay, jetzt muss ich mich auch noch mit Schülern anfreunden, oder was? Überführung. Erhöhst du Yagamis Führung, erhältst du Zugriff auf weitere Schulgeschichten. Schließe Aktivitäten verschiedener Geschichten ab und mache Yagamis Führung noch facettenreicher. Falls du in einer Geschichte gerade nicht vorankommst, solltest du dich vielleicht zuerst einer anderen widmen. Versuche in so vielen Geschichten wie möglich zugleich voranzukommen. Hallo Dexel, schön, dass du da bist. Wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Okay, so, dann müssen wir mal hier die Schulaktivitäten an den Start bringen. Alter, das ist aber ein ganz schöner krasser Fall hier. Ich habe gedacht, da geht es ein bisschen leichter zur Sache, aber nee. Müssen wir überall mal unsere Nase reinstecken und mal schauen, was so abgeht in der Schule. Das scheint richtig der Bärlos zu sein. Endlich bin ich in der Schule aufgenommen. Jetzt kann ich mich nach Mikoshiba umhören, ohne rausgeworfen zu werden. Scheint, als hätte er sich mit dem Basketballclub verstanden. Als Schüler war er selbst Mitglied im Club. Und wo gehen Basketballspieler nach der Schule hin? Natürlich in die Turnhalle. Ja, wollen wir doch mal in die Turnhalle.
reinsteppen, ne? Schauen wir mal, was hier abgeht. Hallo, schönen guten Tag. Ja, gut, den Hey guys, how we all doing? Sweating it out on some layups? Who are you? My name's Yagami. I've been the MRC's advisor for all of a couple minutes, and I need to ask the basketball club a few questions. Okay. There was a student teacher who used to hang around here as recent as, what, October? Mikoshiba's the name. Oh yeah, Mikoshiba-san. Anyway, he stopped showing up out of nowhere. Any of you have any theories? Okay, scratch that. Then, what kind of teacher was he? Is he nice? Is he a jerk? I wouldn't say jerk, but he was enthusiastic. Yeah, I mean, he did show up almost daily. The club Es hat was ein really Lehrer good so back an in sich, the dass er day. jeden Tag in der Schule That's ist. probably Ne? why he had us hustling even harder than the coach. So, would you say he was on good terms with you all? I guess. Wait, where's Koda and them? Oh, from class 2 too? I don't know. I haven't seen Matsu, Nakane, anyone. Okay, diese Typen, die werden noch für Ärger sorgen, wenn sie mich wiedersehen. Ja. Wer hätte das Something gedacht? special about Class 2 too? Well, yeah. Koda's in tutu, and she was Mikoshiba-sensei's star pupil. Star pupil? I do know who you're talking about, by the way. Are you saying she was favored over the others? Aha. In a way, Mikoshiba-sensei worked her harder because she hadn't played basketball till high school. See, most of us already had tons of experience by the time we joined. So, anyone starting as late as now has to be really athletic to keep up with the team. Mikoshiba-sensei knew that too. I'd say him looking after Koda did us all a favor. Wow, sounds like the model instructor. Ah, okay. If you say so. But I'm not sure Koda felt that way. Oh? Mikoshiba-sensei might have just thought it was tough love, but I think he went overboard with the teasing sometimes. Like, he'd make her shoot and then go, "See, that was how not to do it." Are you saying he would mock her? That makes it sound bad. He was doing it because he cared, I think. Hey, wasn't Mikoshiba-sensei the one who started the whole arousing thing? He said the way she held the ball was arousing. Said it was her main contribution. That's not true. She's got a nice chest, Ah. That's fair. Anyway, when Mikoshiba-sensei stopped coming, the guys in tutu were all like, Okay, what did Koda do to him? Are you implying they had a relationship? Beats me. Mikoshiba-sensei did anything like that, he would have gotten canned on the spot. yeah, people like to gossip, but as they say, where there's smoke, there's fire. Maybe Koda-san's the reason he was always so fired up. Maybe she's the reason he Aha, got fired. aha. Writing on her hand. It wasn't some random insult. Alles klar, jetzt so langsam... Are we about done here? Last thing. Where are Koda-san and the others? Are they often this late? No. Everyone's usually here by now. Maybe they're still in their classroom? Alles klar, and I think that okay. about does it. Back to work for the both of us, huh? Also war Mikoshiba-san wahrscheinlich scharf auf Koda. Koda hat entweder ja das Spielchen mitgespielt oder hat gesagt so, nee, gar keinen Bock. Deine Fallakte wurde neuen Informationen hinzugefügt. Der Mord an dem vermissten Lehrer, Person von Interesse aktualisiert, der Mord an dem vermissten Lehrer, Fallzusammenfassung aktualisiert. Okay, wir gucken mal kurz rein. So, wen haben wir denn da? Aha, alte Referendar, nicht zur Arbeit, also. Okay, das hatten wir ja schon. Halt. Mensch, ja genau. So. Das war der Polizeibeamte. Moment, ist der Polizeibeamte, war das der Vater von der Koda? Mami Koda, die müssen wir mal auf jeden Fall mal abchecken. So, Beweise. Die müssen wir auf jeden Fall mal abchecken. So, warte mal. Der Skateboard-Detektiv gegen den Resella, was ist das? Achso, das ist hier unser
Okay, alles klar. Okay, schauen wir mal. Suche nach Coda, ja, dann wollen wir mal Coda abchecken, weil da tun sich Fragen auf, ne? Da tun sich sogar mächtig viele Fragen auf. Checken wir mal ab. Na, ist schon Wurf. Okay, was haben wir hier? Biegendes Gummi. Noch irgendwas? Das nehmen wir auch noch direkt mit. Wenn wir schon einmal hier sind, ne? Aber hier Kieselsteine. Warum liegen hier Kieselsteine rum? Man weiß es nicht. Okay, schauen wir mal, wo Coda ist. So, warte mal, 2-2 ist der hier. You spacing out on me? Look at me when I'm talking. You can't face us because you're weak. Who gave you permission to quit anyway? Newsflash, you're nothing without the club. Yeah, think about us for a second. Who has to pick up all the grunt work when you're gone? Maybe she feels special after what happened at lunch. Like people suddenly give a shit about her. Doesn't give you the right to ditch practice. Talk about selfish, am I right? Stop it. Stop it! Stop it! Stop it! Is that all you know how to say? You think we're letting a stuck-up bitch like you give the orders? You guys still haven't learned to play fair? This fucking guy. Why's your dirty old ass still here? Attention students! Be on the lookout for a creeper showing up in your classrooms! If I were you, I'd watch my mouth around a club advisor. Say what? Ja, guckst du blöd, ne? I'm Yagami, from the Yagami Detective Agency. And your chairman just hired me to advise the Mystery Research Club. Bullshit. I guess word hasn't gotten around? Maybe I'll let a few wisecracks slide for now then. But mark my words, I'll be here every day of the week. So be on your best behavior. Ja, jetzt guckst du doof, ne? We better get to practice. Yeah, you do that. Hau rein, ne? Oh, and break a leg out there. Matsu. Zack, dem direkt mal einen mitgegeben. Haha. Not So, very nice, Coda. are they? Are you alright? Schweden, I'm gib mal. fine. Koda-san, I'm sorry to spring this on you, but as I said, I'm a detective, and I need to talk about Hiro Mikoshiba. He started training as a teacher here pretty recently, right? And one day he just stopped showing up? At the time, did you notice anything strange about him? Maybe he seemed troubled, or you saw him hanging around strangers? Why are you asking me? Weil du diejenige Basketball bist. club members think you and Mikoshiba might have been close, at least at practice. They said that? Vielleicht will sie sich gar nicht wirklich an ihre Beziehung mit Mikoshiba erinnern. Ja, das könnte natürlich sein. Vielleicht ist Mikoshiba ein Perversling gewesen. Wer weiß. Das müssen wir jetzt rausfinden. I suppose there wasn't much truth to what I'd heard then. Don't sweat it. Just so you know, I'm actually going to be hanging around here at the school for a little while longer. If it's cool, I hope we can find a way to be friends. See ya. Wait a sec. Earlier today it was your voice that I heard, wasn't it? I just never expected anyone to actually stand up for me in school. But you could say I didn't really stand up to them for myself much either. We all just treated it like it was a normal thing. Sometimes people would even laugh about it. But then, today, something changed. Everyone suddenly decided to take a stand like they'd seen enough. I couldn't believe it.
But that first voice, the one that told them to stop, that was your voice, wasn't it, Yagami-san? Yep. Who could say? I knew it. It was you. Thank you so much for that. Ich werd rot, ne? Ich Eye-opening. bin etwas gerührt. I never thought about how horribly I was being treated until everyone stood up for me. What's more, it made me see that I was strong. In fact, I finally stood up to the basketball kids. So you did? Is that what made you decide to quit the club? Ever since I was a kid, I wanted to play basketball in a real team. I used to read this manga that made it look so cool. In a comic, even if you're a terrible player, the team always tries to lift you up. I tried. I wanted it to work, even if all they did was tear me down. But today, I just up and quit. Nein, das wäre überhaupt nicht cool. You did nothing wrong, Koto-san. The truth is, there's a lot of injustice in the world that goes unseen. And some people decide it's easier to be part of the problem than be part of the solution. Oh mein Gott, die Musik im Hintergrund ist schon wieder so nervig. You can only do so much to make people see the light. At some point, you've just got to let them go. You know what I mean? Then there's no shame in quitting. But Yagami-san, I think you can only say that because you're such a strong person. Okay. In that case, we won't call it quitting. Huh? You can play. It doesn't have to be with the basketball club. If you practice, you wouldn't even need a school basketball club to get to where you want to be. If this sport is what you want to do with your life, I guarantee you there's going to be a path for you to take. And all you have to do is find that path. I mean, it's got to be out there. And then you don't have to call it quitting. I don't know about that. Are you sure? I mean, wouldn't that be cheating? Come on, try to work with me here. So, the MRC, you're the advisor? Yagami-san? Yeah. Yep. If you need anything, you just let us know. Anything at all. For example, if you hit any more trouble with those basketball club kids, you find me. Sure. You've got this. Und jetzt ist sie stark durch meine Worte. Komm, Perle. Du kannst das. Was? Club, Rücktritts... Was? Oh, Mr. Detective. Oh, wer ist das denn jetzt? Yagami-san, right? Yeah. Shouldn't you be at practice with everyone else? Yeah, well, remember Matsune and Sakaki? You know, the two other guys I'm always hanging around? They're ready to talk to you about Mikoshiba-sensei now. Huh. Well, Detective, I think they have a lead for you. Bei Hey. der... You're here on some kind of case, right? You know, Mikoshiba-sensei talked to us pretty often. I think maybe we can help. That is, if you wouldn't mind starting fresh with all of us. Oh, turning over a new leaf, are we? We kinda have to. How else are we gonna get good college recommendations? It would really bite us in the ass if you went and narked on us, so... Will you at least hear us out? Matsune and the rest are just upstairs. Please, be a nice guy, we're really sorry. Da passiert doch jetzt irgendwas. Okay, I see where this is going. How many guys are up there waiting to jump me? The next floor up is for third years, right? You rope some of your senpais into this too? Wow, you don't even know us and you're throwing out accusations like that? Ja. How are we supposed to become upstanding citizens with teachers like this? It's just not fair. Mädel, auf die... Wer fällt denn auf so eine Nummer rein? Fine, I'll hear you out. Tell your friends I'm on my way. Really? Awesome!
Die glaubt jetzt wirklich, dass ich da blauäugig in die Nummer reinlatsche, oder? Ja, komm, wir gehen mal hin, ey. Direkt mal wieder eine Schlägerei anzetteln, warum nicht? Gar kein Problem für uns. Auf geht's. Mal gucken, wie viele Leute da jetzt auf mich warten. Bin ja mal gespannt, ey. Allein schon, wie die gesprochen hat, so, weißt du. Nein, ist keine Falle. So, begib dich in den 3. Stock. Ja gut, das haben wir erledigt. Dankeschön. Fesche Sneaker. Over here, Yagami-san. Sorry to drag you all the way up here for this. You wanted to talk to me? About Mikoshiba-sensei? What? I can't hear a word you're saying, man. Why don't you come closer so we don't have to shout? Yeah, let's get this over with. Was glauben die eigentlich? Oh. Na, wer hätte damit gerechnet? So War ja fast nicht zu erwarten. You guys all know Mikoshiba-sensei? Nah, that's not how our senpai friends roll. They know the Yokohama Ryumon. Yokohama Ryumon? You mean the local gang? Hell yeah. I've got a friend who's in deep with those guys. I scratch their back by bringing them chicks to hang out with, and they scratch mine by tipping me for it. It's a pretty sweet deal, actually. Also, we've got a little thing going. I get to drop the Ryumon name if I need him to handle some business. Ooh. So you sell them girls in exchange for honorary membership? You need to find better friends. Don't talk to me like you know me. I stay on their good side and I get my personal bodyguards. I work with the tools I've got to get to the top. So you got it all figured out, don't you, kid? But you're missing the big picture. Liebt es, They're wenn gonna ein turn Plan the ist, dass tables so hier fast you won't Hannibal know what Smith. hit you. I'll keep that in mind. But I wouldn't worry about me right now. You're the one who's got the real problem on his Guck mal, der mit dem hands. Schlagring, yeah. Get it? Und Teppichmesser, ja From now on, moin, if you ey. even lay a finger on us, you offend the Yokohama Ryumon, and they'll take that personally. You see what deep shit you're in here, Yagami-san? So how about it? You know how to say you're sorry? Cash for our pain and suffering. Oh, yeah? How much are we talking here? Grand? A mil. If you're short, I'd be happy to hook you up with a loan shark. I know a guy who lends for the Seiryu clan Yakuza. First it's a gang, now it's the Yakuza. Keep bringing adult shit into this, I'm gonna start treating you like one. Huh? You wanna see what happens to gang members? I'll show you. You sure you want to do that? We're gonna charge you extra. Du halt die Oh, Klappe. you got this shit down, Matsui. Okay, jetzt gibt's wieder eine Schlägerei. Nice. Fuck him up! Alles klar, läuft bei denen. Okay. Cool, brauchen wir euch mal was zu tun. Jugendliche, was? Und wir hauen sie alle kaputt. Hey. Paf, paf. Hey. Und rein da. Bams, Junge. Klatsch, Junge. Kriegst du erstmal Tisch ins Gesicht. Oh ja. Paf, Junge. In your face. Ha. Läuft bei mir. Und tschüss. Hey. Tja, Freund. Das sah schlecht aus für dich, ne? So, wer ist der Nächste?
out my eyes. Cheap shot. Can't see? Got you now! No, you don't! Tja, guckst du dumm, ne? Ich bin Jean-Claude Van Damme, ich kann auch ohne Augen sehen. Ja. What? Did he just jump off? Nah. He's just hiding in the dark. Like a scared little cockroach. Meine Augen brennen, zumindest kommt endlich meine Sehkraft zurück. Ja, der Cockroach, der kommt gleich zurück. Tell me when you find him. I'm going for a smoke. Okay, sounds good. You got this in the bag. Senpai, what do we do? You guys follow me. We'll all smoke together till we get an update. Sure, I'll come with. Senpai's the toughest around, and the coolest. Yay! Oh, wow. All for my adorable little underlings. Was ist das eigentlich für ein Typ, ey? Meint auch, wäre der ganz harte, ne? Und die Alte wird immer ziemlich nass. Harte Typen rauchen immer noch in der Schule. Ich dachte, es sei nicht mehr angesagt. Wie auch immer, ich sollte Matsui und die anderen zu Mikoshiba befragen, um sie überrumpeln zu können. Aha. Ja, dann. Okay, wo gehen wir hin? Ah, da vorne liegt was. Das nehmen wir direkt mal mit. Kann ich hier nicht runterhüpfen? Na, dankeschön. Ich will hier runter. Und da kommt. So. Oh, was liegt denn hier? Der Skill-Schwelle des Todes. Verwundeter Tiger wurde freigeschaltet. Lerne in der Skill-App im Pause-Menü, wie man ihn einsetzt. Aha. Okay, schauen wir mal rein. Du hast einen neuen Skill freigeschaltet. Yay. Welcher war denn das jetzt hier? Okay, gute Frage. Verborgene Kranichkünste. Special. Gesunde Ernährung. Ja gut, okay. Wir haben immer noch nichts gegessen. Ich habe gar nichts zu essen gefunden. Wo kriege ich was zu essen her? Ich habe Hunger. Wir wollen was essen. So, der Tijo. Die verborgenen Tijo-Künste. Nachdem du einen erfolgreichen Finisher gelandet hast, ist deine Angriffskraft vorübergehend erhöht. Aha. Nachdem du für einen feindlichen Angriff ausgewichen bist, ist deine Angriffsgeschwindigkeit vorübergehend. Aha. Okay, ja, keine Ahnung, was nehmen wir? Warte mal, hier. Doch, nee, halt. Nee, das kann ich noch nicht. Kanalisiere deine gesamte Kraft, wenn du umgestoßen wirst, um den Spieß umzudrehen. Drücke in der Nähe eines Gegners, während du auf dem Boden bist. Ja, komm, wir nehmen das mal. Das hört sich gut an. Lernen wir jetzt einfach mal. Jawohl, zack. So. Okay, jetzt muss ich nur mal schauen, wie komme ich denn jetzt hier... Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ich würde gerne jetzt hier wieder runter. Zack, zack, zack. Ah, hier komme ich nicht runter. Oder muss ich wieder das Fenster rein? Das könnte auch sein, ne? Wo war denn das? Da. Kommen wir hier rauf? Nach links oder rechts bringen? Hoch oder runter? Ich kann ja nichts machen. Wo muss ich denn hin? Okay, ich verstehe es nicht. Ich will hier runter.
Ah, warte mal, vielleicht kann ich da auch nach links. Okay, wir gehen mal hier rauf. Okay, ich komme nach oben, geht. Aber ich kann so... Warte mal. Ah, warte mal. Jetzt. Gehen wir darauf. Jetzt würde ich mich hier gerne wieder runterhängen lassen. Was irgendwie nicht funktioniert. Schade. Okay, warte mal. Kann ich so hier rüber? Kann ich auch nicht. Okay, dann verstehe ich es überhaupt nicht. Kann ich nach links? Gehen wir da lang. Ah, hier. Jetzt. Die Anzeige hier habe ich nicht gesehen. Aber da hinten liegt noch was. Das kann man direkt noch einsammeln. Sehr schön. Vielleicht liegt ja was zu essen. Toughness. Das kann man doch auch irgendwie einsetzen, ne? Warte mal, wo waren das hier? Gegenstände. Nützlich für den kleinen Gesundheitsschub. Der perfekte Drink, um etwas Gesundheit zurückzubringen. Mit diesem Drink kannst du die X-Leiste etwas aufladen und der Gesundheit zurück und lädt deine X-Leiste etwas auf. Ich trinke das jetzt einfach mal. Jawohl, meine Gesundheitsleiste ist wieder am Start. So, jetzt aber hier runter. Okay. Tastes good, Senpai? Smoking a cigarette in the classroom? Hallo. Da bin ich wieder. So you came all this way just to get your ass kicked. Hey, Akane! Go get the other senpais! Okay, I'm on it. You guys better watch out. If your teacher busts you smoking, won't you get in big trouble? On the other hand, you guys could use a lesson in manners, and I'd be happy to teach you. Huh? What the hell? Bastard! So this is where you were hiding. Now what? That mouth of yours won't get you out of this. I'm taking you down! Okay, komm. Das können wir regeln, kein Problem. Don't give me that smug look. Ach, könnt ihr wieder mit ihrem scheiß Messer, oder? Okay, dann prügeln wir einfach drauf los. Alter. Oh ja. Bam, Junge. So sieht es nämlich aus. Und paf, Junge, in your face. Genau so will ich das sehen. Alter. Okay, das geht von mir ab. Alter, wenn er es nochmal macht, ne? Der nervt mich nicht. So, jetzt schauen wir den erstmal um. Hä? Dann machen wir hier ein bisschen Säuberung, weil es sind dann doch ein paar viele. Digga, du nervst mit deinem Scheiß hier. Du bist voll am Glühen. Komm mal her. Ja. Bam, Junge. Oh ja. So sieht's aus. Dreh aufs Maul. Jeez. This guy's a maniac. Yagami, Junge. Hey, you mentioned compensation for pain and suffering. That still sound like a good idea? No, we were just being stupid. Could you maybe forget all that?
Then from here on out, we're buds, right? Ow! Ah, my shoulder! Holy shit, that hurts, Yagami-san! Tell me everything you know about Mikoshiba. After all, you guys were pretty close, right? Los, sprecht. Talk to the hand. Ha! So einfach macht man sich Freunde, easy, gar kein Problem. Mikoshiba Sensei showed up to practice, like, basically every day. Kind of a pain in the ass, if I'm being honest. As soon as our coach would leave, it's like a switch would flip and he'd start drilling us. He'd make us do like 10 sets of cross-court dashes. And if even one of us lagged behind, it meant 10 more for all of us. That made it obvious real quick. Kota was our weakest link. So Mikoshiba was especially harsh on her then? Yeah, because she's such a freaking klutz. Even the first years got sick of her eventually. Only thing she did right was unite the team against her. You gang up and belittle a single defenseless girl, a beginner in your sport, and you call that unity. Real classy. Ja, denk mal darüber nach. Mikoshiba's parents have reported him missing. Foul play could be in the works here. He's been gone for far too long. Hey, you think maybe Kota did it? Some kind of crime of passion? This isn't the time for bullshit. Or you want to keep going? Nope. I'll pass. Have you talked to Sawa-sensei yet? He probably knows Mikoshiba-sensei better than anyone. All she told me was how exemplary he was, both as a student and a student teacher. And that he looked out for you guys, out of some sort of camaraderie. Huh? She really talked him up that good? Why, something off about that? It's just... Sawa-sensei was really cold to him, no matter what he'd do. Sawa-sensei war die andere Lehrerin, glaube ich, ne? One day. And it turns out the rumors were right. Rumors? Back when Mikoshiba-sensei was a student, one of his classmates apparently committed suicide. And Sawa-sensei suspected him of bullying the kid. I don't think he ever really got past that. Danke, He'd get all depressed sometimes. Really? Sawa-sensei thought Mikoshiba was a bully? Oh yeah. I actually asked him about it once, but he just laughed it off. Das ist kein Beweis dafür, dass ein Mobber war, aber Sawa-sensei hat überhaupt nicht überzeugend gewirkt. I teach English, and that's what I was focused on. So, as far as I knew, Mikoshiba-kun was a good student with solid grades back then. And during his time in training, I was under the impression he got along with the students just fine. What did she really think about Mikoshiba? I'll have to press her on it. Mhm. Hat die auch was damit zu tun? Wir werden es herausfinden. Okay, Suche nach Sawa-sensei. Dijon, Einsatz des Tigers. Was? Moment, was? Dijon. Achso, dafür habe ich jetzt Bonus bekommen. Okay, alles klar. Alles klar. Oh, was liegt denn hier? Zigarettenstummel, direkt mal einsammeln. Okay. Jetzt die Frage, gehen wir erst zu Sawa oder gehen wir nochmal zum Krimi-Club? Wahrscheinlich eher erst zu Sawa, weil im Krimi-Club finde ich wahrscheinlich sowieso nicht wieder. Keine Ahnung, wo das ist. Irgendwo im Keller unter irgendeiner Treppe. Kleine Schraube. Davon habe ich doch auch, warte mal. Hier Gegenstände, warte mal. Das ist ja jetzt auch schon hier. Da, 6 von 99 gefunden. Okay, alles klar. Alter Schwede, da kann man aber echt viel finden, ne? Okay. Naja, werden wir mal gucken. So, warte mal. Aufgaben. Krimi-Club, hier, Gebet zum Krimi-Club. Machen wir das mal eben. Hä?
Krimi-Club. Wo ist denn das? Mit dir über einen Fall reden, der schlimmer sein könnte als die super Sugar Baby Sache. Ich sollte mal bei ihr vorbeischauen. Ja, komm, wir gehen mal dahin. Aber wo ist das? Das ist ja irgendwo unten, ne? Die Frage ist nur wo. Ich glaube irgendwo im Keller. Halt. Ah ne, halt, das ist die Spur zum Hauptfall. Ah, da liegt irgendwas. Sammeln wir das mal eben ein. Ein Regenwurm, jawohl. Und hier haben wir noch irgendwas. Ein Bleifuß. Ne, Beifuß. Was ist das hier? Und noch ein Regenwurm. Ich gehe angeln. So, hier, da ist der Krimi-Club. Rein in den Schuppen hier. Ja, Bruce Lee ist, ich bin Bruce Lee und Jean-Claude Van Damme in einem. Ja, Gemüse. R3. Ja. Okay, jetzt reden die schon wieder nicht, ey. Das hasse ich ja, ne? Yagami-san. Das ist voll dumm. Aber warte mal, wenn ich das ausmache, reden die wahrscheinlich, ne? Das weiß ich mal. Wenn ich total wütend wollte, diesen perversen fertig machen. So. Ich wäre wegen ihr fast ein notgeiler Spanner in der Zeitung gelandet. Dafür sollte ich mich entschuldigen. Ziemlich übles Gerücht und wir hatten gehofft, dass wir bei den Ermittlungen helfen können. Es könnte sogar sein, dass die Sugar Baby Sache mit dem Gerücht zusammenhängt. Ich sollte wohl meiner Pflicht als Betreuer nachkommen. Stimmt, wir müssen auch nochmal zu diesem Tanzschuppen, ne? Ich muss Amazawa nach der, Großstadtlegende fragen. Es gibt eine ganze Reihe von Teenagern aus Injichu, die in letzter Zeit kriminell aufgefallen sind. Allerdings bisher noch keine offizielle Stelle. Noch keine offiziellen Stelle, noch findet das Ganze unter dem Radar statt. Komisch, sie machen nämlich echt alles. Ladendiebstähle, Rauchen, Sugar Baby, Straßenrennen, Glücksspiel, Trickbetrug. Noch komischer ist, dass es auf total anständige Schüler sind, die jetzt auch plötzlich kriminell werden. Das ist wirklich seltsam. Aber das Interessanteste an dem Gerücht ist, dass diese ganzen Verbrechen auf eine einzige Person zurückzuführen sind. Du meinst, es steckt eine Art Strippenzieher dahinter? Ja, so in etwa. Wenn das Gerücht stimmt, führt jemand diese Schüler auf die schiefe Bahn. Angeblich ist wirklich diese gesamte kriminelle Aktivität nur durch diese eine Person gesteuert. Klingt fast wie nach einer Großstadtlegende. Die Schüler von der Zero High nennen ihn den Professor. Aha. Vielleicht ist das eine Anspielung auf den Arzt von Sherlock Holmes, Professor James Moriarty. Der war der Superhirn hinter der Londoner Unterwelt. In der ersten Geschichte wird er der Napoleon des Verbrechens genannt. Aber es wäre vielleicht zutreffend, unseren Professor den Napoleon der Jugendkriminalität zu nennen. So, to sum it up. Das klingt wirklich interessant, aber es ist nur ein Gerücht, hast du gesagt, oder? No. Naja, die Leitmotive dieser Gerüchte sind derart spezifisch, dass ich glaube, es könnte etwas dran sein. Anscheinend hat der Professor eine geheime Webseite, auf die nur Sairio-Schüler zugreifen können. Ich habe einige Schüler identifiziert, die zugeben, sie zu kennen, aber mehr sagen sie mir nicht. Oh, eine geheime Webseite, ja. Und was ist da drauf? Ein Forum? In solchen Foren können sich einfach alle Leute anonym ihr Hass raus... Was? Kotzen sich einfach alle Leute anonym ihren Hass raus, oder? Ein Paradies für feige Mobber. Ganz genau, allerdings hat die Webseite des Professors anscheinend ein einzigartiges Feature, das der Schüler anlockt. Was für ein Feature? Naja, wenn die Schüler ein Posting schreiben, dass sie sich etwas wünschen,
Dann erscheint der Professor und gewährt ihren Wunsch. Unbelievable. Er gewährt ihren Wunsch, ist völlig absurd. Wie gesagt, das ist nur ein Gerücht. Aber wenn der Wunsch ist, Prüfungsfragen zu bekommen, schnelles Geld zu verdienen oder sich an jemanden zu rächen. Okay, das klingt schon mehr nach einem Fall als nach einer Großstadtlegende, aber es ist immer noch schwer vorstellbar. Alter, können die mal aufhören? Komm mal zum Punkt. Ja, aber es reicht, um zu ermitteln, kein Schüler sollte den Professor um Hilfe bitten, insbesondere bei den Gorillas, die er hat. Oh, jetzt muss ich noch mehr fragen, ey. Ich hätte es lassen sollen. Ich hätte dem Hauptfall folgen sollen, verdammt. I see. Oh, er hat Gorillas. Das kompliziert die Lage. Hey. Das ist ein Gorilla. Ein mieser Typ, der zwielichte Geschäfte macht und Leute ausnimmt. Ein bisschen wie die Yakuza, aber ohne Regeln oder Disziplin und deswegen viel unberechenbarer. Die Gesetze gegen organisierte Kriminalität helfen nichts gegen sie. Sie tauchen immer mehr auf, seit Toyo und Omi sich aufgelöst haben. Right. Wow, das wusste ich gar nicht. Well, Übrigens habe ich gehört, dass das Sugar Baby aus dem Tanzclub fast in eine gefährliche Situation geraten wäre. Aber dann sind plötzlich ein paar kräftige Typen aufgetaucht und haben sie beschützt. Sie wurden als ihre Vollstrecker geschickt. Wundert mich nicht, dass du weißt, wie man so jemanden nennt. Ich lese viel. Jedenfalls dürfte diese hypothetische Operation in Icho recht lukrativ sein. Wie gesagt, die machen alles mögliche. if I were to guess, So lukrativ vielleicht, dass jemand es ausnutzen will. Mit Hilfe eines mysteriösen Showmanns an der Spitze. Alter, kommt mal zum Punkt, ey. Okay, das Gerede von Pressor könnte also eine Tarnung sein. Das klingt schon mal plausibler. Sehen Sie? Aus dem richtigen Blickwinkel wirkt diese Großstadtlegende eigentlich ziemlich profan. Boah, fürs Erste reicht das, genau. Fürs Erste reicht das auf jeden Fall. Brauchst du noch was oder soll ich mit dem Tanzgrupp weitermachen? Nein, machen Sie bitte einfach weiter. Danke, ich gehe den Gerüchten mit dem Professor nach. Tu das. Für zu tun, aber möglicherweise müssen Sie dann noch andere Gruppen infiltrieren. Ja, kein Problem, kriege ich hin. Klar, sagt mir dann einfach Bescheid. Okay. Alter, kann ich mich jetzt verabschieden? Ich will tanzen gehen. Ach, übrigens, wenn Sie sich jetzt stärker einbringen, sollten Sie sich eine App herunterladen, die sehr praktisch ist. Aha. Ein Planer, um Ihre Aktivitäten und Pflichten festzuhalten. Ja, die zugleich Clubbetreuer sind, verwenden ihn. Mhm. Sie hilft Ihnen sicher, nachdem Sie jetzt immer mehr mit dem Schulleben zu tun haben. Gut, dass ich das nicht selbst machen muss. Dass hier über einen Fall reden, das schlimmer sein könnte. Ja. Ist das jetzt die App hier oder was? Was? Okay, an der, sorry, ja, was? Hai kommt es in letzter Zeit zu allerlei verdächtigen Aktivitäten. Auf Bitten von Amazawa, die Leiterin des Krimi-Clubs, ermittelt Yagami in diesen Fällen. Während er ermittelt, formt er Bindungen mit den Schülern. Diese Untersuchungen werden Schulgeschichten genannt. Aha. So können er ermittelt, erhöht er durch seinen positiven Einfluss auf die Schüler seine Führung. So kann er jede Schulgeschichte zu einem guten Ende bringen. Ah. Alter, hier, ne? Führung besteht aus 4 Kategorien: Teamwork, Fokus, Mumm und Attraktivität. Je mehr du einer Community hilfst, desto mehr wächst deine Führung. Je nach Community verbesserst du jeweils eine andere Kategorie. Wird eine bestimmte Führungskategorie aufgestuft, kannst du eine neue Community infiltrieren. Lerne diese verschiedenen Gruppen kennen und löse alle ihre Fälle. Aha. Kommst du nicht weiter, sieh in den Aufgaben nach. Gehe in Pausemenü zur Aufgabe und wähle dann die Schulgeschichten, um deine nächsten Schritte zu sehen. Die Schulgeschichten werden auf der Karte per Symbol markiert. Aha, das sieht dann so aus. Okay, wenn du dich zu einer begibst, erscheint womöglich ein neues Symbol. Schließe die Schulgeschichten jeder Community ab und... okay. now that you mention it. Alter Schwede, ey. Du kriegst hier so viel Input, das kann sich kein Mensch merken, ne? Warum? No. Ach, nur so. Das, was der Anwalt bis morgen beschuldigt hatte, macht mich irgendwie nervös. Ich
Klage dich wegen Verleumdung. Bitte nicht. So, boah, endlich, die haben aufgehört zu reden. Juhu. So, begib dich zum Krimi-Club, das haben wir abgeschlossen, okay. So, ermittlere weiter im Tanzclub, ermittlere gegen den Professor. Ah, das sind diese Schulgeschichten. Okay, jetzt gucken wir uns das mal nochmal ganz kurz an. Das ist der Schulplaner. So, und jetzt haben wir hier wo was? Ah, hier 14%, 12%. Bedingung, Fortschritt, Hauptfall, Schulgeschichte. Ah, damit wir da weiterkommen. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt dahin. Zum Tanzclub nochmal. Und der ist jetzt wo? Gute Frage, nächste Frage. Wo ist das Zeichen? Warte mal, wie konnte ich auf die Karte gucken? Wie ging das nochmal mit der Karte? Ah, nee, halt. Ah, hier. So, blablabla. UG1. Hier, genau, da will ich hin. Tanzclubraum. Warte mal, kann ich das irgendwie Legende anzeigen? Pin platzieren, entfernen. Ah ja, genau, da wollen wir hin. Oh, perfekt. Okay, soweit, so gut. Das habe ich auch schon mal gelernt. Aus dem Weg! Lehrer in Eile. Ja, zum Tanzclub, T-Shirt. Komm mal hin, runter. So, dann sammeln wir hier eine leere Flasche. Wir sind nicht nur Detektiv und Betreuer, sondern auch noch Hausmeister in einem. Wir räumen direkt hier auf. So, da sind wir. Hallo, Freunde. Na, habt ihr jetzt hier meinen Kung-Fu-Gedöns gelernt? Wie sieht das aus jetzt hier? Ach, jetzt reden die hier wieder ohne Ende. Sie haben an uns gedacht. Ja, muss ich ja. Ja. Yeah. Ich wollte nur einmal nach euch sehen. Ist euer Betreuer heute da? Nein, leider nicht. Anscheinend fühlt er sich wegen irgendwas unwohl. Wegen irgendwas? Was genaues wisst ihr nicht? Der Betreuer, der macht, ist verdächtig. Uns sagt ja nie jemand was. Okay. Wie läuft das Training? Alles okay? Yes. Aber ihre Choreografie ist ziemlich schwer. Ein paar von den Neuen haben noch so ihre Probleme. Ja, dann üben, üben, üben. Ne? Nur durch Training geht's weiter. Ich will sie nicht nerven, aber können Sie es uns vielleicht noch einmal zeigen? Ja klar, easy. Schon wieder? Yes. Kein Problem. Das ist immer noch nicht meine größte Stärke, aber ich kann es probieren. Okay, dann hauen wir nochmal rein hier. Please. Oh, auch noch einen ganzen Song. Okay, alles klar. Hab ich schon fast vergessen. Sagst du mir noch einmal kurz, wie sie ging? Yes. Cool, dass ich eine Choreografie ausgedacht habe, die vergessen habe, aber meine Schülerin das kann. It's a pleasure. Alter, das ist wie jeden Tag. Das täglich höre ich sowas. Scheinmini, ey. Nee, Quatsch. Ich werde ja total nervös, wenn die mir alle zuschauen. Ja, dann bin ich rot. So, wollen wir nochmal das Tanzbein schwingen hier, ne? Woohoo! Got a song in mind? Okay, Moment, was? Songauswahl, Outfit-Auswahl, Ex-Solo-Auswahl, was? Moment, mein Outfit bleibt das gleiche. Freestyle B. Jeder Tastendruck gilt als Treffer, alle Treffer gelten als perfekt, außer du triffst gar nicht. Du punktest leichter. Alle Treffer gelten als perfekt, außer du triffst gar nicht. Ja, komm, nehmen wir das. Dann gehen wir mal auf leicht, oder? Highscore.
Wir gehen mal auf leicht. Zack, Lektion, komm. Song Let's Dance, Schwierigkeitsgrad leicht. Kostüm normal. Ja, easy. Kriegen wir hin. Schauen wir mal. Schwingen wir nochmal unsere Hüften hier übers Parkett. Here goes nothing. Oh Gott, Junge, was war das? Oh, falsch. Oh, verdammt. Ich hätte bei super leicht bleiben sollen. Ey. Stress! Stress! Ah, jetzt läuft er wieder. Zack. Oh. Okay, okay, läuft noch nicht. Oh Gott, ey. Das war richtig stressig, ey. ich tanze noch schlimmer, ey. Tanzen geht gar nicht. Ich habe schon Tanzkurse gemacht in meiner Jugend, aber nee. Mein Tanzlehrer hat damals immer gesagt, so von wegen, du bist Fußballer, ne? Sag ich, ja. Ja, merkt man. Steif wie ein Brett. So, aktuellen Tanz aufzeichnen? Nein, auf gar keinen Fall aufzeichnen, das will keiner sehen. Keine Beweise hier. Ja, ich bin, also von den Hüften her und so, das kriege ich gar nicht hin. Obwohl ich das immer gerne gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand das immer beeindruckend, wenn... Oder ich finde es generell immer noch beeindruckend, wenn Leute echt übelst abtanzen können. So. Also nicht so hier Disco-mäßig, sondern halt so richtig tanzen. So. Bin ich mega beeindruckt von, wie Leute sich das so, dieses Zusammenspiel und wie die sich bewegen können. Okay, das war hoffentlich gut genug. Ja! Da kreischen die Mädchen wieder. Yay! Yeah. Und ich kann Kofu, ja. Excuse me. Tanzgruppe, aha. Ich bin Kirarete aus dem ersten Jahr, freut mich, Sie kennenzulernen. Ich mache direkt neue Bekanntschaften. Ich muss mal eben schnell hier mein Zweithandy, mein Dating-Handy hier klar machen. Hier, wie sie mich alle wieder bejubeln, yeah. Genau, rückt nicht so auf die Pelle. Mag ich nicht. Einmal nee, das musst du direkt können, Perle. Das musst du sofort drin haben. Nein. Nein. Hier wird nicht nochmal getanzt. Yeah. Auf gar keinen Fall. Oh. Oh komm, echt, jetzt muss ich jetzt nochmal tanzen? Bitte nicht. Habe ich das noch nicht erzählt? Unser Club hat auch einen Namen, den braucht jedes Tanzteam für Wettbewerbe und so. Oh. Wer ist denn das? Und wer bist du? Ach, ist das hier der Chefcoach hier? Hiragi Senpai. Oh, jetzt reden die wieder eine halbe Stunde oder was? Oh nö. Genug davon, dass keine Zeitkomik... Was? Keine Zeitkomikado nie da ist und habt euch deswegen einen neuen Hotel. Tut uns bloß einen Gefallen. Ich
Ich bin Takayuki Yagami, externer Betreuer des Krimi-Clubs. Nishizono hat mich gebeten, im Tanzclub zu helfen. Okay, jetzt habe ich schon wieder einen neuen Namen. Okay, alles klar. Ah. Ich bin Takumi Hiragi aus dem 3. Jahr. Ich war früher auch bei den Rabbits, aber jetzt muss ich mich auf die Prüfung konzentrieren. Er war der Star des Teams. Er hat alle möglichen Solo-Tanzwettbewerbe gewonnen. Die meisten bei den Rabbits haben nur wegen ihm mit den Tanzen angefangen. Hey, hey! Du doch auch, oder, Sayaka? Du warst doch so begeistert von Hiragi Senpai, oder? Huh? Ja, schon. Ich meine, Hiragi Senpai ist einfach unglaublich auf der Bühne. Klingt ja nach einem tollen Senpai. Sayaka-chan! Ich wollte dir den Film zurückgeben, den du mir... Die Junge diskutieren nicht über Filme. Das interessiert mich hier nicht. Aha, okay. So. Oh, also zu den beiden. Ja, wahrscheinlich verstehen die sich gut. Are you serious? Zu, aber wenn man mal 5 Minuten mit den beiden im selben Raum ist, ist es klar. Auch nur einseitig ist. Aber sie fährt total auf ihn ab, vor allem weil er sie zur Leiterin gemacht hat. Ich würde sagen, dass er sie dazu inspiriert hat, die Sario Rabbits I see. Okay. Aha, zwischen den beiden läuft anscheinend was. Na dann. Okay. So, was geht bei dir? Ich habe Angst, jetzt die Nummer anzuquatschen, ne? Ich bin so froh, dass Sie uns helfen. Sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie trainieren wollen. Übrigens können wir das Training auf Video aufnehmen. Nein, bloß nicht aufnehmen. Sehen wollen, sagen Sie es mir einfach. Okay, was sollen wir heute machen? Tanztraining, Aufnahme ansehen. Beenden. Ich habe was Dringendes zu erledigen. Ja, ich komme bald mal wieder vorbei. Hau rein, ciao, ciao. Oh, da sammeln wir erstmal wieder den Müll auf hier. Lasst eure leeren Flaschen hier nicht liegen, Mädels. Ja, Mülleimer. Ich bin ja nicht die Putzfee. Ah, noch eine leere Flasche. Ah ja, okay, alles klar. So, jetzt wollen wir nach Sawa Sensei suchen. So, warte mal, muss ich wieder in diesen Hauptfall rein, ne? Aufgaben. Ne, halt, stopp. Ah, ne, da will ich nicht rein. Hier. Krimi. Ah, ne, warte mal. Das, ach ne, das ist nur das für die Schule hier, ne? Was ist das? Forschungstext auf Tanzclub, Krimi-Club. Achso. Suche nach Sawa Sensei. Ja, genau. Ach nee. Stimmt, hier muss ich rein in die Karte. So, und das ist jetzt wo? Hof. Cafeteria. Wodurch wurde jetzt der Hauptfall hier nochmal? Ah, hier. Lehrerzimmer, ja genau. Das ist Pin platzieren. So, auf geht's. Aber mal losrennen, ne? Mal gucken, ob wir Sawa Sensei hier finden. Und zack, liegt ja schon wieder ein Taschentücher rum. Igitt. Wir waren wahrscheinlich... Ich will gar nicht wissen, was da drin war. Höchstwahrscheinlich will ich das nicht wissen. Bist du am TikToken oder Instagram? Oh, da draußen liegt noch mehr Müll. Eingedrückter Kohlenstoff. Gut, dass hier eingedrückter Kohlenstoff rumliegt, alles klar. So, wo müssen wir hin? Wo ist das Lehrerzimmer? Der Müll rum? Nein. Toll, jetzt kommt ja noch vor wie ein Hausmeister.
Okay, hier ist sauber. Ah, und zack, liegt hier schon wieder Müll rum. Ausgezeichnete Schraube, jawoll. So, warte mal. Rein in den Aufzug. Ach Gott, wo waren das jetzt? Moment. Lehrerzimmer ist in 2. Zack. Was geht ab, Boys? Hebt ihr hier mal euren Müll auf? Hier sieht's aus wie Sau. Unreines Blei. Alte Platine. Eine alte Platine? Können wir bald einen PC zusammenbauen? Jawohl. Suche nach Sawa Sensei. Und rein in den Laden. Ist er schon wieder nicht da? Wo treibt ihr sich schon wieder rum? Hi there. Has Sawa Sensei gone home? Actually, she's in a meeting with the chairman. Oh, so then she's at his office? Yes, but I think they may have some visitors. Gotcha. Thanks. Mhm. Ein Besucher für Sawa Sensei, vermutlich ist sie jetzt erstmal eine Weile beschäftigt. Das heißt, wir könnten uns hier mal ein bisschen umgucken. Das ist das Foto, was ich mir vorhin anschauen wollte. Das ist nicht gerade eine Glanzleistung von mir, aber das könnte ein wichtiger Hinweis sein. Suche nach Sawa Sensei. So vermutet, dass Mikoshiba ein Mobber war, also war sie vorher nicht ganz ehrlich mit mir. Überprüfe, was Sawa Schreibtisch. Aha. Hey. What the? Scheint ein Foto aus Sawa Sensei Schulzeit zu sein. Die Uniform ist ganz anders als die an dieser Schule. Ich sehe ein Foto eines männlichen Schülers der Serie Yohai. Tut mir leid, dass ich das machen muss, aber da müssen wir ran. Aha. Wer ist das? Ich will wissen, wer das ist. Das Gesicht kenne ich nicht. Wenigstens ist das nicht Hiro Mikoshiba. Das ist Iharas Sohn, der Junge, der sich vor 4 Jahren umgebracht hat. Ah, oh ja, stimmt, ne? Der sieht ihm voll ähnlich. Das könnte sein. Seltsam, dass eine Lehrerin ein Foto eines einzelnen Schülers auf ihrem Schreibtisch stehen hat. Das kann ich im Moment nicht bestätigen. Ich glaube, mehr kriege ich hier nicht. Ich finde relevante Dinge. Okay, Kreis. Ich sollte Sawa Sensei suchen. Sie müsste im Büro des Direktors sein. Jetzt die Frage, wo war das Büro des Direktors? Hoppala, Entschuldigung. Da könnt ihr hier mal aufräumen. Hier sieht's aus wie Sau. Ich bin der Hausmeister. Halt, jo. So, und der ist oben. Okay, schauen wir mal. Zack. Ey, ich wollte den Müll dann aufheben. Verdammt. Okay, checken wir mal die Lage. Pardon. Herr Direktor, ich habe Fragen. Yagami-san. Those men are with the Kanagawa police. They said they're here to make inquiries about Mikoshiba-kun's disappearance. And they asked to see Sawa-sensei too? Yes. But I have to ask, can you tell me what's really going on? You were asking questions about Mikoshiba-kun as well. I should leave it to the police to fill you in on that. I mean, their sources are probably more recent than mine. They should have the latest details. Mikoshiba-kun is no longer with us, is he? And it's
just as I feared. Ja gut, der kann 1 und 1 auch zusammenzählen, ne? Sonst wäre er nicht direkt an der Schule. Ich hab nichts gesagt, jetzt von alleine geredet, guck mich nicht so an. Oh, ich kann speichern. Ah, okay, ich glaube, wir haben das Kapitel durch. A young man named Hiro Mikoshiba went missing during his stint as a student teacher. Mikoshiba quickly becomes the center of attention when his rotting corpse is discovered. And Yagami scours the school for any clues left behind. Rumor has it, Mikoshiba drove a classmate to suicide in his student days. A rumor that the school faculty is seemingly unable to deny. Wow, also der Fall, der ist echt. Die Kehrseite der Medaille, Kapitel 3. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Lass uns mal überraschen. Ich würde aber auch sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Dann sind wir für heute erstmal durch. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Ne? Nicht nur, also gut, okay, diese Nebendinger, klar, aber im Hauptfall, in dem Artikel könnte es zum Mikoshiba gehen, aber der Name des Toten wird nicht genannt. Sollen wir da nochmal draufdrücken? Komm, wir gucken nochmal. Heißt das, dass die Polizei immer noch Informationen zurückhält? Sawa Sensei Verhör dauert ganz schön lange. Wir müssen die auch mal befragen. Ich will wissen, was die sagt. Yagami-san, why are you still here? Because I care. Now, if you're open to the idea, you think we could walk and talk? Why? So you can grill me with more questions? You realize the police just finished doing that, yes? I figured they'd come knocking sooner or later. Then you knew Mikoshiba-kun was murdered, didn't you? And that's why you've been snooping around our school. You're not wrong, but can we please take this elsewhere? Ja, das sollten wir woanders besprechen. Mit hier Lost Judgment bin ich, ja, guck mal, vielleicht baller ich nochmal einen zweiten Tag mit rein. Why didn't you tell me up front? Okay, jetzt müssen wir das aber erstmal hier. Das nehmen wir noch mit hier. Information's not public. Didn't the police ask you to keep quiet about it? Well, yes, but even so. What sort of questions were they asking you anyway? I thought I was supposed to keep quiet. Cute. Touché. Now I'm going to ask you one last time. Please stay off our campus. You don't belong here. Du hast mir gar nichts zu befehlen. I mean, what if you end up injuring a student? It would be a nightmare for all of us. Nobody's getting injured. All that's water under the bridge now. Is that so? Yeah, and I should probably mention, I'm the new advisor of the Mystery Research Club. I have the chairman's approval and everything. So, it looks like I have a place here after all. What? Since when? Ha! I think we're getting sidetracked here. Did the police ever mention a suspect? No. All they told me was what happened to Mikoshiba-kun. That he's no longer a missing person. That he's dead. And was dumped in a derelict building. My condolences. That was all we found out. The police were the ones asking the questions, not us. They hardly gave us room to breathe. Yeah, sounds like an interrogation, all right. Hält die Polizei ihrer Involvierung geheim, werden sie in einem Fall ermittelt? Is there anything else? Ich will alles wissen. Actually, there is. I'd like to know your thoughts on Mikoshiba-kun's killer. What?
For example, take Akihiro Ehara, a man who took this school to court over his son's suicide. Mikoshiba came up even then, as a culprit bearing some responsibility for that. Ehara-san? But he got arrested for that groping incident at the train station. So the police really are keeping their lips sealed. Must you always be so cryptic? It's possible Ehara-san had a hand in Mikoshiba's murder. What? Despite being incarcerated for 2 months, he knew exactly where the corpse would be. He revealed it upon being sentenced. Kann ja nicht der Mörder before sein. The Kanagawa police had even ID'd the body. Also er kann damit zu tun haben, ja, aber... Was it really Ehara-san? Nein, Ehara hat den nicht The court would umgebracht. say being in jail is about as solid an alibi as you can get. But he could be connected somehow. Genau. Das klingt How do you plausibel. know all this, Yagami-san? Ich bin allwissend, ich habe Löcher in den Händen und in But I den showed you Füßen. one of my cards, so now it's your turn. Huh? I've heard you weren't as big a fan of Mikoshiba as you led me to believe. That true? This again. Komm, You rede knew mal. he was a bully all along, but yesterday you told me he wasn't the type. I just want to get the story straight here. Did you have a sudden change of heart, or were you lying to me for some reason? It's not that simple. Oh, one more thing I learned today. It was Mikoshiba who turned the basketball club against Koda-san. Pretty sadistic for a would-be teacher, don't you think? That's enough. Then it's not a stretch to say he probably was a major factor in the death of Ehara's son 4 years ago? And I think it's also safe to assume you know more than you're letting on, right? Echt? This is murder we're talking about here. Lies aren't doing anyone any favors. Sprich zu mir. His name was Toshiro. Sorry? Everyone keeps saying Ehara's son, like he's just another statistic. He had a name, for heaven's sake. Toshiro. Right. I'm sorry. Now, if you'll excuse me, I have papers to grade. Sawa-sensei, please. 9 o'clock tonight. I'll be at Plage on Isazaki Road. Oh. We'll finally have a real talk? Something like that. Yeah, 21 Uhr habe ich ein Date. Läuft bei mir. Yay! Und Freunde, was sagt ihr dazu? Ich habe ein Date 21 Uhr. Zack, im Park. Yeah! Alles klar. Die machen wir mal fit, die Frau. So, dann würde ich sagen, ja, wir beenden hier das, ja, die Runde für heute. Ja, Deichsel, ich guck mal. Ich hätte auch Bock nochmal irgendwie hier weiterzumachen, außer erst nächsten Freitag. Ich versuche mal irgendwie Anfang der Woche dann nochmal reinzuhasseln. Ich denke mal, du hast die Benachrichtigungen an und ja, dann kriegst du es ja eigentlich dann direkt mit, wenn ich online gehe, und ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und ja, allen anderen auch ein schönes Wochenende, wenn sie das Video hier auf YouTube sehen. Und ja, den Rest werden wir dann hier weiter verfolgen. Aber erstmal ist mein Date hier klar. Ich sag mal bis zunächst und ciao, ciao. Danke dir, Deichsel.